Im April 2002 kommt es in Venezuela zu einem gescheiterten Putschversuch. Die Drahtzieher sitzen in Washington. Durch die Verstaatlichung der Ölindustrie hatte sich Chávez Feinde im eigenen Land geschaffen. 1/5 der Bevölkerung lebte sehr wohlhabend in Venezuela, bis Chávez begann, den Reichtum gerechter zu verteilen. Und so war es vor allem dieser kleine Anteil der reichen Bevölkerung in Venezuela, die sich am 11. April 2002 auf die Straßen locken ließen, um ihrem Unmut gegen Chávez Ausdruck zu verleihen. Anders als angekündigt, leiteten die Veranstalter den Demonstrationszug plötzlich in Richtung des Präsidentenpalastes, wo sich eine Gegendemonstration formierte, die zahlenmäßig die oppositionellen Demonstranten weit übertraf. Chávez, der die Gefahr schnell erkannte, ließ sein Militär als Puffer zwischen die demonstrierenden Parteien aufstellen. Dann fielen plötzlich Schüsse. Von den Chávez-Gegnern fielen einige zu Boden. Manche waren sofort tot, andere schwer verletzt. Zunächst war unklar, woher die Schüsse kamen. Für die westlichen Medien war die Sache schnell klar. Da es sich bei den Opfern um Oppositionelle handelte, schob man Chávez kurzerhand den Befehl zum Schießen in die Schuhe. Doch es waren Scharfschützen, die von den Dächern Caracas auf die Oppositionellen feuerten. Sie sollten den Startschuss für den Putsch gegen Chávez liefern. Durch die westlichen Medien liefen Bilder, die vermeintliche Chávez-Anhänger zeigen, welche auf die friedlichen oppositionellen Demonstranten schießen. Später stellte sich heraus, dass hier die Oppositionellen in Richtung der Scharfschützen schossen und sich unter ihnen eine menschenleere Straße befand. Von Seiten der venezolanischen Regierung versuchte man, die Sache richtig zu stellen, doch dem einzigen Kanal des Staatsfernsehens drehte man kurzerhand den Saft ab. Was dann passierte, wurde von einem irischen Filmteam für die Nachwelt dokumentiert. Chávez wurde kurzerhand entführt und an einen geheimen Ort gebracht. Seine Minister wurden im Keller des Präsidentenpalastes gefangen gehalten und die Anführer der Opposition erklärten sich kurzerhand zur Staatsregierung, mit der geheimdienstlichen und medialen Unterstützung Washingtons. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chávez government provoked this crisis. The Chávez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Die nicht gewählte und demokratisch nicht legitimierte neue Regierung in Venezuela wurde vom Großteil des Volkes nicht akzeptiert. Ein anhaltender Generalstreik zwang die Putschisten letztlich zum Rückzug und Chávez wurde freigelassen. Santiago de Chile am 29. Juni. 2 Einheiten chilenischer Soldaten unter Führung putschender Offiziere marschieren auf den Regierungspalast, um die demokratisch gewählte Regierung Allendes zu stürzen. Damals, im Juni, werden sie noch von einer Überzahl regierungstreuer Truppen zurückgeschlagen. Die sozialistische Abgeordnete Carmen Lazo, eine der bekanntesten und beliebtesten Politikerinnen in Chile, kommt gerade vom Präsidenten. Die Situation ist völlig unter Kontrolle, sagt sie. Die Arbeiter sollen an ihren Arbeitsplätzen bleiben, die Frauen sollen sich nicht aufregen. Chile ist bestens verteidigt durch sein Militär, seine Arbeiterklasse und seine Jugend. Ein Vierteljahr später, nach dem blutigen Umsturz, ist Carmen Lazo verschollen, nach Auskunft ihrer Freunde ermordet von den Erschießungskommandos des neuen faschistischen Regimes. Ermordet wie ungezählte andere Politiker und Gewerkschafter, Arbeiter und Studenten, die für die Regierung Allende gearbeitet, sie politisch unterstützt hatten oder auch nur als Anhänger der Regierung denunziert worden waren. Wie die Kommandos des Generals Pinochet und seiner Gehilfen gewütet haben, schildern Flüchtlinge aus Santiago und Valparaiso. Ich habe Glück gehabt. Ich wurde nicht verhaftet wie die meisten Gewerkschaftsfunktionäre und Vertrauensleute meiner Fabrik, von denen wir nie mehr was gehört haben. Nur einen haben wir wieder gesehen, auf der Straße. Er lag da und war tot. In Valparaiso, wo ich herkomme, waren die Folterungen wohl am schlimmsten. Den Festgenommenen wurden mit Glasscherben die Haare abrasiert.
Mit Kneifzangen wurden ihnen die Zähne herausgezogen. Sie wurden gequält mit Elektroschocks an den Geschlechtsteilen, an den Lippen, an der Zunge und bei Frauen an den Brüsten. Ein junges Mädchen, das den Putsch in der Technischen Universität erlebte, das anonym bleiben will, weil es die Rache der Junta fürchtet, berichtet von der Ermordung des beliebten Folkloresängers Víctor Jara. Die Soldaten zwangen ihn zu singen, das Lied der Revolution, Venceremos, wir werden siegen. Dann brachten sie ihn um. Sie haben ihm die Fingernägel herausgerissen, ihm die Hände abgehackt, ihm dann das Rückgrat gebrochen. Er ist zu Tode geprügelt worden. Sie richteten ihn so zu, dass seine Frau ihn im Leichenschauhaus zunächst nicht wiedererkannte. Wie im berüchtigten Fußballstadion von Santiago Tausende von Häftlingen misshandelt wurden, schildert ein chilenischer Student. Wir wurden durch die Gänge getrieben, die Köpfe mit Decken verhüllt und von den Soldaten mit Gewehrkolben geschlagen, getreten und stundenlang immer wieder geschlagen. Chilenische Arbeiter, Studenten, Politiker und Gewerkschafter, die den Kommandos entkommen konnten, flohen über die Grenze nach Argentinien und in andere lateinamerikanische Länder oder sie suchten Schutz in den Botschaften. Viele von ihnen haben inzwischen in europäischen Ländern Asyl gefunden. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the 3rd CIA secret war I was part of. The National Security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and functions as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-'80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory,
beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight, people like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Mongols in Southeast Asia, and of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there were 70,000 before that. And orchestration, CIA, secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese in Korea, and we had the Korean War, and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes, were flying in arms to our allies and flying back out with heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA's secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954, when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs. They don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to, and that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security.